Hallo! Heute geht es um das SD2I-EC, also SD-Karte am seriellen Bus. Wird am Kassettenport des 64er angeschlossen, damit zieht seinen Strom drüber. Über das serielle Kabel kommuniziert es dann mit dem 64er. Das Kabel ist dabei, sind 25 cm. Auch dabei ist eine SD-Speicherkarte. Da sind schon mal ein paar Spiele und Anwendungen drauf. Einfach für die ersten Tests. Kann man natürlich jederzeit an PC anstecken und aus dem Internet noch ein paar Spiele laden. Man kann natürlich auch eine andere Karte verwenden, eine größere. Da bleiben einem alle Möglichkeiten offen. Neben dem SD2I-EC als Modul selbst ist so eine Broschüre mit drin. Da sind so ein paar Tipps und Hinweise, wie man lötet, aber auch Umgang mit elektronischen Bauteilen, dass man eben weder irgendwelche Bauteile beschädigt noch sich selber verletzt. Und eine kleine Commodore-Story. Außerdem natürlich eine produktbezogene Anleitung, also einfach eine Bedienungsanleitung, wie man mit dem SD2I-EC überhaupt am 64er arbeitet. Und auch die Aufbauanleitung, wenn man die Bausatzversion hat. Die schauen wir uns gleich genauer an, weil wir das Gerät natürlich jetzt auch aufbauen. Die Hardware selbst ist dann in so einer Verpackung normalerweise drin. Entweder eben das fertige Gerät, das lege ich mal beiseite, brauchen wir jetzt nicht mehr. Oder wie in diesem Fall eben die Bauteile für den Selbstaufbau. Die sind also einzeln lose hier einfach drin. Was ich jetzt bei solchen Geschichten mache, ich nehme mir so ein Schälchen und fülle da alles rein, was in der Tüte ist. Und dann ruhig nochmal in die Tüte reinschauen, dass auch wirklich nichts mehr drin ist. Die Bauteile sind klein, kann schon sein, dass sich mal eins in so einer Falte versteckt. Hier ist dann also alles mit drin, was man braucht. Die Platine, wie üblich, hat vorne ihren Bestückungsdruck, das heißt, von da werden die Bauteile eingesetzt. Und hinten ist dann die Verlötseite, also von da wird gelötet. Was bereits vorgelötet ist, das ist der SD-Kartenslot, weil das ein SMD-Bauteil ist, also ein Surface Mounted Device, also ein oberflächenmontiertes Bauteil. Die haben naturgemäß sehr, sehr kleine Lötstellen. Ich zeige das mal kurz unter dem Mikroskop. Man sieht also hier, das ist jetzt doch schon relativ stark vergrößert, wie klein diese Anschlüsse eben sind. Wie gesagt, SD-Slot ist vormontiert. Es kommen nur ganz normale Lötstellen hier vor, also ganz normales Hobby-Lötwerkzeug reicht vollkommen aus. Schön bebildert und Schritt für Schritt geht es also ganz langsam vorwärts. Wirklich jedes Bauteil hat da seinen eigenen Schritt. Die Anleitung sagt mir, ich soll mit dem Quarz beginnen. Der Quarz ist dieses Bauteil, hat zwei Anschlüsse, schaut so ein bisschen oval aus. Ja, jetzt. Der Quarz hat keine Polung. Der Quarz ist dafür zuständig, dem Prozessor zu sagen, mit welcher Geschwindigkeit er arbeiten soll, beziehungsweise der Quarz gibt den Arbeitstakt vor. In diesem Fall sind es 8 MHz. Einfach reindrücken, schauen, dass er schön flach aufliegt und dann einfach festlöten. Wie gesagt, Einbaurichtung, Polung ist nicht zu beachten. Der hat keine, also einfach rein damit. Bei den Drahtresten, ich sage es immer wieder, bitte festhalten, nicht, dass die sonst wohin springen, schlimmstenfalls ins Auge, das kann richtig wehtun. Dann geht es auch schon weiter auf die nächste Seite. Da geht es um den EC-Sockel, also für den Atmega. Hier darauf achten, dass die Kerben übereinstimmen. Es gibt auf dem Platinendruck eine Kerbe und es gibt eine Kerbe im Sockel. Bei ECs mache ich es so, nachdem die viele Anschlüsse haben, dass ich erstmal zwei gegenübergesetzte einlöte und dann erstmal schaue, ob das EC bzw. der Sockel flach aufliegt nach allen Dimensionen. Wenn das alles passt, dann ein bisschen Fleißarbeit. Insgesamt 40 Beinchen sind zu verlöten. Als nächstes wären dann die Widerstandsnetzwerke dran. Die Widerstandsnetzwerke haben keine Polung. Also es ist so, dass da zwar ein Punkt drauf ist, links auf der Seite. Ich halte das eben auch nochmal unter das Mikroskop. Hier kann man den Punkt links ganz gut erkennen. Der würde in einem Sternnetzwerk von Widerständen, so nennt sich das, würde er die Seite mit dem gemeinsamen Anschluss anzeigen. Ich verwende sogenannte Parallelwiderstandsnetzwerke. Da sind bei 10 Beinchen einfach 5 einzelne Widerstände mit jeweils 2 Anschlüssen, also wie ganz normale Einzelwiderstände in einem Gehäuse vergossen.
Warum habe ich jetzt 2x5 und einmal 4 Widerstände? Weil das unterschiedliche Widerstandswerte sind. Auf meinen Platinen sind keine Werte aufgedruckt, aus 2 Gründen. Einerseits kann sich einfach von der Lieferverfügbarkeit immer mal was ändern, dass meinetwegen, wenn ich einen 3,3 Kiloohm Wert brauche, der gerade nicht verfügbar ist. Dann nehme ich halt einen 4,7 Kiloohm Widerstand, sofern es von der Funktion natürlich keinen Unterschied macht. Der zweite Punkt ist der, ich möchte niemanden verwirren mit diesen Werten, sollte eben mal ein anderer Wert beiliegen, als beispielsweise auf der Platine aufgedruckt ist, dann führt das natürlich so ein bisschen zu einem Fragezeichen, warum ist da jetzt ein anderer Widerstand dabei, als eben hier genannt ist. Und das ist eben dann der zweite Grund, dass sollte sich da mal eine kleine Werteveränderung ergeben, dann muss sich da niemand verwirren lassen. Und im Gegenzug ist es aber eben so, dass wenn ich 2 verschiedene Werte verwende, egal ob Kondensator oder Widerstand, dann haben die verschiedene Bauformen, sodass man sie gar nicht verwechseln kann, die Gefahr einer Vertauschung also von vornherein nicht besteht. Lange Rede, kurzer Sinn. Widerstandsnetzwerke, wie gesagt, ganz egal, wie rum man sie reinsetzt, sie funktionieren auf jeden Fall. Als nächstes jeweils einen Punkt, einen Lötpunkt in der Mitte eines jeden Widerstandsnetzwerks, damit es erstmal hält. Und dann schaue ich mir das mal kurz an, ob das halbwegs gerade aussieht. Tut es in dem Fall nicht. Ganz leicht mit Gefühl etwas gerade biegen, damit das Auge zufrieden und glücklich ist. Mal gucken, dass alles flach aufliegt. Dann als Fleißarbeit wieder die restlichen Punkte verlöten. Als nächstes sagt die Anleitung, die Kondensatoren. Mit die Kondensatoren sind erstmal die ohne Polung gemeint. Erkennt man auch wieder daran, beziehungsweise man erkennt eben nichts daran, es deutet nichts auf irgendeine Polung hin. Das sind also die beiden kleinen hier. Und dann ist es noch dieser hier. Das ist so ein viereckiger, grauer, meistens, kann aber auch mal eine andere Farbe haben. Wichtig, das sind 2 unterschiedliche Kondensatorwerte, haben unterschiedliche Kapazitäten. Deswegen habe ich bewusst verschiedene Bauformen gewählt. Und auch, wenn man das mal genauer anschaut, die haben unterschiedliche Beinabstände. Das nennt man Rastermaß. Das heißt, wenn man die einsetzen möchte, also erstmal, man sieht es natürlich vom Platinendruck her und dann auch, man merkt ja, dass der hier, der würde hier nicht gut reinpassen, auch die Bedruckung wird nicht passen. Und genauso gut wäre es andersrum, wenn ich die beiden jetzt hier einsetzen möchte. Es passt einfach vom Rastermaß nicht wirklich gut. So, nachdem die jeweils nur 2 Beine haben, brauche ich da auch nicht mehr nachträglich irgendwas ausrichten. Einfach festlöten. Beim Abzwicken, wie gesagt, festhalten. Nicht, dass es da zu irgendwelchen Verletzungen kommt. Jetzt kann ich natürlich nochmal schauen, ist das alles gerade? Wenn nicht, auch hier behutsam nochmal zurechtbiegen, dass das alles halbwegs schön ausschaut. Als nächstes sagt die Anleitung den Dipschalter. Der Dipschalter sind halt so Mini-Schalterchen. Der Schalter Nummer 1 sorgt dafür, dass die Karte komplett an- und ausgeschaltet wird, unterbricht also einfach nur die Stromzufuhr. Die Schalter 2 und 3 sind dann für die Floppy-Geräteadresse zuständig, beziehungsweise die Geräteadresse des SD2IEC. Umstellbar von 8 auf 9 und 10 und 11, wie bei einer Floppy eben auch. Warum überhaupt? Weil dieses SD2IEC auch mit physischen Laufwerken gemeinsam betrieben werden kann. Das heißt, man kann sich dann von seinen alten Daten, wenn man noch Disketten hat, eben Sicherungskopien auf die SD-Karte ziehen. Genauso gut geht es natürlich andersrum. Wenn ich von meinem beispielsweise Disketten-Image mir eine echte Diskette machen möchte, dann kopiere ich das von der Karte direkt auf die Floppy-Disk drauf. Zu beachten ist hierbei, dass viele Kopierprogramme, gerade die aus den klassischen Tagen, auf die Floppy-Hardware zugreifen wollen. Die 1541 oder auch alle anderen Floppys sind ja sehr intelligent, die haben ziemlich viel Elektronik drin. Da ist auch ziemlich viel hinterlegt, worauf man über die Software direkt darauf zugreifen kann. Diese Kopierprogramme funktionieren beim SD2IEC nicht, weil einfach die entsprechende Hardware nicht vorhanden ist. Die Emulation endet also an diesem Punkt
Beziehungsweise das ist halt ein Punkt, den das SD2EC einfach nicht leisten kann. Ich empfehle da das Programm DraCopy. Das ist ein neues Programm, mit dem man auch wunderbar mit dem SD2EC arbeiten kann und dann eben die Daten zwischen diesem Modul und physischen Diskettenlaufwerken hin und her kopieren kann. Verlinke ich unten in der Beschreibung. Dann, wie gesagt, der DIP-Schalter. Da gibt es auch nicht großartig was zu beachten, außer natürlich, dass er richtig rum eingesetzt ist, dass man es lesen kann. Dann auch erstmal einen Punkt anlöten. Und dann schaue ich erstmal wieder, liegt das schön flach auf der Platine auf. Ja, das passt soweit. Dann die restlichen Punkte. Nach dem DIP-Schalter kommen die Leuchtdioden. Bei den Leuchtdioden ist es jetzt so, Leuchtdioden haben eine Polung. Da muss also die Einbaurichtung beachtet werden. Man sieht das sehr gut auf der Platine. Ich zeige dir mal eben im Mikroskop. Also RD für Red, GN für Green und YL für Yellow, also gelb von unten, dann grün, dann rot. Da sieht man jetzt links auf der Platine hier so eine abgeflachte Seite. Und genau diese abgeflachte Seite findet sich auch auf der LED wieder. Und die muss eben mit der Platinenmarkierung übereinstimmen. Wenn man die abgeflachte Seite nicht findet, dann ist das nicht ganz so schlimm. Diese abgeflachte Seite hier führt zum kürzeren Bein. So, rechts das lange Anschlussbein, links das kurze. Die abgeflachte Seite stimmt dann mit der Platinenmarkierung überein. Entsprechend kann man die also alle zusammen einsetzen. Da, wie gesagt, oben Red, dann Green und dann Yellow. Bei den LEDs schaue ich dann auch wieder, ob die halbwegs gerade und schön ausgerichtet sind. Kann man dann ja noch mal kurz nachbiegen, vorsichtig. Auch hier schauen, ob die in einer Flucht sind oder schief sitzen. Wenn das alles passt, dann die andere Seite festlöten. Beinchen abzwicken. Als nächstes ist der sogenannte Festspannungsregler dran. Ein ganz kleines Bauteil, sieht so ein bisschen aus wie ein Transistor, hat auch so eine abgeflachte Seite. Auf die ist jetzt auch beim Einbau wieder zu achten. Auch hier ist es wieder so, auf der Platine, auf dem Platinendruck sieht man ganz deutlich die abgeflachte Seite zum Kondensator hin. Also das Gerät so nehmen mit der abgeflachten Seite nach vorne. Dann fädle ich das einfach so ein, dass ich erstmal ein Beinchen, in dem Fall unten rechts, ansetze. Dann hangle ich mich zum zweiten. Das spürt man dann schon. Und wenn das zweite auch passt, dann ziehe ich das dritte in Position und schon kann man das schön nach unten einschieben. Ein bisschen ausrichten. Auch hier wieder erstmal ein Beinchen festmachen. Ich nehme da immer das mittlere, bietet sich so ein bisschen an zum Ausrichten. Dann kann man wieder schauen, so ein bisschen zurechtbiegen. Auch hier schauen, dass es in der Flucht ist. Wenn das wiederum der Fall ist, dann die anderen beiden anlöten. Dann geht es weiter mit der nächsten Seite. Der Kondensator, also noch ein Kondensator. Diesmal ist es einer Mitpolung. Auch hier wiederum hat mit den Bauformen der anderen nichts zu tun. Das waren ja so kleine flache, das hier war so ein kleiner rechteckiger. Der ist jetzt rund und der hat auch eine Beschriftung mit Plus und Minus, beziehungsweise das Minus ist beschriftet. Ich zeige das mal kurz. So, hier sieht man also ganz deutlich das Minus. Auch hier ist es wieder so, dieses Minus führt zum kürzeren Beinchen. Solange es also noch nicht gekürzt ist mit dem Anschluss, kann man auch am kürzeren Anschlussdraht erkennen, das ist der Minuspol. Ein bisschen aufpassen. Auf der Platine, das liegt einfach an der Software, in der die Teile hinterlegt sind, ist nämlich der Pluspol bezeichnet. Hier, wenn man hier schaut, da ist der Pluspol und am Kondensator ist aber eben der Minuspol. Deswegen da nicht verwirren lassen, einfach stumpf richtig rum einsetzen.
So, jetzt habe ich hier den Minuspol, das heißt, der muss Richtung dieser Platinseite, weil hier der Pluspol ist. Also der längere Anschluss dort nach links, der kürzere nach rechts. No. So, auch wieder flach auf der Platine aufliegen lassen und verlöten. So. Als nächstes kommen die 3 Taster. Das sind dann die hier. Da gibt es auch nichts weiter zu beachten. Es sind einfach 3 Schließkontakte, federnd, also keine Schalter, sondern nur Taster. Die kann man auch nicht vertauschen, beziehungsweise es sind 3-mal die gleichen. Also einfach einsetzen. Auch wieder gucken, dass sie schön flach aufliegen, beziehungsweise satt drin sind. Jetzt kommt die serielle Buchse. An diese serielle Buchse wird natürlich später das serielle Kabel als Datenverbindung zum C64 angesteckt. Auch hier wieder erstmal einen Punkt festlöten. Wer übrigens generell mal so ein bisschen Löttipps haben möchte, ich habe ein Lötvideo gemacht, nicht, dass es nicht schon genug gäbe, aber ich habe doch dann einige Sachen mal zurückbekommen von Bausätzen, die nicht funktioniert haben. Und als ich mir dann die Sachen angeschaut habe, war mir schon klar, warum, weil da doch viele Sachen beim Löten falsch laufen. Soll keine Besserwisserei sein, aber wer sich einfach mal so ein bisschen über das Löten informieren möchte oder auch noch gar nie gelötet hat und einfach einen Einstieg haben möchte, da zeige ich ein paar Tipps und Tricks, zeige, wie man richtig lötet, ich zeige auch, wie man es nicht macht und natürlich, wie man Fehler vermeiden kann. Als nächstes oder als letztes ja schon, kommt der Tape-Port-Anschluss. Das ist einfach so ein 2x6-poliger Konnektor, wie man den kennt vom 64er, so ein Platinenstecker einfach nur. Der hat diese Lötfahnen, die stehen jetzt gerade senkrecht zum Stecker ab. Wäre eine ziemlich große Lücke und auch ziemlich wackelig, wenn man das so dran lötet. Deswegen, man bräuchte also auch viel Lötzinn. Deswegen nehme ich den und biege den quasi nur so ein bisschen um, damit die Fahnen schräg stehen. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Bei der anderen Seite genauso. Und die dürfen ruhig aufeinander stehen. Ja, so ein bisschen ist fast perfekt. Denn jetzt, gut, hier wieder Ästhetik, da ist die Beschriftung, die mache ich nach unten. Und jetzt kann ich meinen Stecker hier schön einfädeln. Und der hat gleich von vornherein so ein bisschen Halt und Führung, sodass der mir gleich beim Löten nicht allzu stark wegflutscht und auch gleich schon so ein bisschen ausgerichtet ist. Ideal wäre, wenn die Mitte der Platine mit der Platinensteckermitte übereinstimmt und da in einer Flucht vorwärts rausgeht. So, um das zu erreichen, das wird natürlich im ersten Anlauf nicht unbedingt klappen. Also schon beim Ablegen wird es wieder ein bisschen verrutschen. Ergo auch hier wieder erstmal einen Punkt verlöten. So ein bisschen anheften. Jetzt habe ich schon gemerkt, mir ist er ein bisschen runtergerutscht. Jetzt kann man das entweder so ein bisschen nachbiegen oder man nimmt sich das Ding einfach in die Hand, erwärmt hier nochmal kurz und zieht sich dann mit ein bisschen Gefühl den Stecker einfach gerade hin. Bei mir passt soweit eigentlich. Das heißt, ich kann schon mit dem finalen Verlöten anfangen. Da natürlich darauf achten, dass gleichermaßen auf der Lötzunge vom Stecker als auch auf der Lötfläche auf der Platine Lötzinn drauf ist. Also wenn ich so löte, dann wäre es jetzt halt schon eine schöne Lötstelle, aber eben nur auf der Fahne. Deswegen mache ich es eigentlich so, dass ich mir die Lötfahne aufheize, das Lötzinn verflüssige und dann mit dem Lötkolben nochmal kurz runterziehe, dass dann durch die Oberflächenspannung des Lötzinns ich sicher sein kann, dass also wirklich das Lötzinn da auch runtergegangen ist bis auf die Lötstelle auf der Platine. Dann räume ich mal eben hier meinen Lötkram weg und wir kommen zum eigentlichen oder zum letztendlichen Zusammenbau. Zuletzt muss jetzt nur noch der Atmega eingesetzt werden. Hier vorne, da ist eine Kerbe im Atmega und die gleiche Kerbe ist jetzt eben im Sockel. Da gucken, dass das übereinstimmt. Beim Einsetzen ist es so, dass die Beinchen
üblicherweise, wenn die vom Werk kommen, dann sind die deutlich breiter als der Sockel. Man kriegt das also nicht wirklich gut rein. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt hier so einen IC-Beinchen-Ausrichter, keine Ahnung, wie der offiziell heißt. Kann man also hier so einsetzen, dann drückt man zusammen, so, und dann richten sich die Beinchen so ein bisschen aus. Nicht perfekt, aber es ist erstmal besser als gar nichts. Nachdem der das aber eh nicht perfekt ausgerichtet, nehme ich ihn meistens gar nicht her, sondern ich setze mir meinen EC in eine Reihe ein, lasse das so ein bisschen einrasten und dann mit Gefühl übe ich mit dem Daumen etwas Druck auf an den Ecken, oben am Gehäuse, nicht auf die Beinchen. Und dann merke ich schon, dass so ein leichter Druck mir die Beinchen in die richtige Position bringt. Irgendwann ist es so, dass ich nur noch nach vorne, also dann den Vorderteil nach unten setzen muss und schon ist mein IC da wunderbar drin. Man hat es gehört, eingeschnappt, hält also richtig, ist auch gerade drin, alles wunderbar. Dann mal für den ersten Betrieb vorbereiten. Der linke Schalter ist einschalten, die SD-Karte kann man auch schon mal einsetzen. Noch die Füßchen anschrauben. Die Füßchen, einmal eine Schraube für die Tischoberfläche, dass da nichts verkratzt. Also es sind Nylonschrauben, da kann nichts passieren. So ist es auch schön abgerundet. Das Ganze nochmal. Und jetzt, man braucht noch nicht mal einen Schraubendreher dafür. Einsetzen die Schraube und dann nimmt man dieses Beinchen, setzt das einfach von unten an und schraubt das von Hand da drauf. Die halten ja nur sich selbst und das sind ja nicht mal ein paar Gramm. Was ich jetzt immer zum Schluss noch mache, ich gehe mit so einer ESD-Bürste, also einer antistatischen Bürste, gehe ich mit der Bürste hier drüber, schrubbel alles nochmal schön ab, um einerseits Lötspritzer loszuwerden, also tatsächliche Lötzinnspritzer, die mir eventuell Brücken irgendwo an einer anderen Stelle der Platine verursachen. Und auch um die Spritzer vom Flussmittel, das im Lötzinn drin ist, abzuwischen. Das hat dann wiederum rein ästhetische Gründe. Nachdem wir oben auch gelötet haben, mache ich das auch oben. Dann geht es an den ersten Test. Ich habe hier eine Final Cartridge 3 Plus eingesteckt. Die hat mit der Bedienung und Funktion des SD2IEC aber nichts zu tun. Ist jetzt nur drin, damit der Ladevorgang schneller geht, damit wir hier nicht ewig drauf warten müssen. Den Rechner ausmachen und dann das SD2IEC am Kassettenport einstecken. Darüber bezieht seine Betriebsspannung und dann noch die serielle Verbindung herstellen über dieses kurze Kabel. Es geht auch jedes andere Kabel, also jedes andere serielle Kabel, das für Floppies geeignet und gedacht ist, funktioniert hier auch. Wenn man also kaskadieren möchte mit mehreren Floppies und einem SD2IEC, dann kann man die Kabel beliebig tauschen, wie es halt von den räumlichen Gegebenheiten am besten passt. Dann den Rechner einschalten. Ich mache das mit Druck auf Run Stop, damit die Final Cartridge nicht in ihre Oberfläche reingeht, sondern wir die 64er Oberfläche sehen, die ganz normale. Die Final Cartridge arbeitet trotzdem im Hintergrund und macht eben den Floppy Speeder, damit der Ladevorgang etwas schneller geht. So, das Einschaltverhalten des SD2IEC war jetzt genau so, wie es sein soll. Die rote und grüne LED blinkt abwechselnd und signalisiert somit die Einsatzbereitschaft. Der Atmega Controller ist fertig vorkonfiguriert. Es muss also zu Hause nichts mehr aufgespielt werden oder geflasht werden oder sonst was am Controller gemacht werden. Auch die Karte ist fertig bestückt. Was da drauf ist, schauen wir jetzt uns mal an. Ganz normal wie bei einer Floppy üblich. Wir geben ein Load String, 8. Also AD String, 8. So, mit List holen wir uns das Verzeichnis her. Was wir jetzt da sehen, ist einerseits Games. Hier, das ist ein Directory. Da habe ich also die Spiele reingepackt. Darunter ist der File-Browser. Denn es wäre jetzt mit händischen Befehlen doch relativ unkomfortabel, sich durch diese ganze Speicherkarte zu wühlen. Daher würde ich diesen File-Browser empfehlen. Macht es einfach bequemer mit Cursor-Tasten und so weiter, sich da durch zu navigieren. Das da unten, diese Bin-Datei, das ist der Programmcode für den Atmega Controller. Der ist allerdings schon aufgespielt. Ich probiere die Controller auch bei Bausätzen vorher bei mir aus und dabei werden sie auch gleichzeitig geflasht. Also dieser Programmcode, diese Bin-Datei wird da schon aufgespielt.
die braucht der Atmega oder beziehungsweise das SD2IEC nicht für den normalen Betrieb. So, dann gehen wir mal rein, laden wir uns mal den File-Browser. Wie gesagt, ich habe die Final Cartridge angesteckt, die ist in Betrieb. Das heißt, ich muss jetzt hier mal nur auf Load gehen und auf Run. So, dann habe ich das gleiche nochmal, nur jetzt eben über den File-Browser. Das ist der Inhalt der SD-Karte. Und dann mache ich mal das Verzeichnis für die Games auf. Da ergibt sich also eine ganze Latte. Ich habe einige Sachen draufgepackt. Ja, jetzt nehmen wir einfach wieder Ghostbusters, weil wir das gerade schon so schön gesehen haben. Das geht auch ganz schnell. Und da haben wir unser Ghostbusters. Wie funktioniert das jetzt bei mehrseitigen Disketten oder Diskettenspielen, die eben über eine ganze Diskettenseite gehen und nachladen? Im Prinzip genauso wie mit Einteilern, und für Diskettenwechsel gibt es dann einen Disk-Swap-Taster. Wir schauen uns das mal an. Also laden wir wieder unseren File-Browser und gehen in den Games-Folder. Man sieht es also hier ganz gut, eine ganze Menge PAGs, die könnte man direkt so laden und spielen. Und da unten habe ich einen Disks D64-Ordner angelegt. Da finden sich jetzt alle Spiele, die eben über eine oder mehrere Diskettenseiten gehen. Hier ist es genauso wieder so. Zuerst kommen die Dateien mit einer Dateiendung, in dem Fall D64. Das sind also Spiele, die über eine Diskettenseite gehen. Und unten finden sich dann noch ein paar Dateien, die wiederum nur Verzeichnisse sind. In denen befinden sich dann 2 oder sogar noch mehr Diskettenseiten. Ich nehme jetzt mal World Games, da kommen wir nämlich relativ schnell auf die zweite Seite. Da nehme ich mir die Diskette A, weil es die erste Diskette ist von dem Spiel. Das ist jetzt das Verzeichnis, wie es bei einem 64er, wenn man jetzt mit einer physischen Diskettenstation die Diskette, das Directory aufrufen würde, würde es auch so aussehen. Also das ist jetzt die Diskette 1 des Spiels. World Games dürfte die Startdatei sein. Während das SD2IEC lädt, leuchtet die grüne LED. Wenn sie zwischendurch blinkt, dann sagt das aus, dass quasi der C64 kurz was verarbeitet und dann erst weitere Daten anfordert. Jetzt sind wir hier auf dem Startbildschirm und schon springt auch das SD2IEC wieder an. Die grüne Leuchte oder die grüne LED geht wieder an. Dann practicen wir jetzt mal One Event und nehmen eine von ganz hinten. Da weiß ich nämlich, dass er jetzt die zweite Diskettenseite haben möchte. So, jetzt haben wir Insert World Games Side 2. Jetzt kommen diese Disk Swap Taster ins Spiel. Allerdings, wenn ich einmal drauf drücke, jetzt hier passiert noch nichts. Der C64 bzw. das SD2IEC braucht nämlich eine sogenannte Disk Swap Datei. In dieser Disk Swap Datei ist einfach nur hinterlegt, welche Disketten für dieses Spiel in Frage kommen. Deswegen habe ich auch für die mehrteiligen Diskettenspiele immer ein eigenes Verzeichnis angelegt. Und wie man jetzt die Disk Swap Datei erstellt, ganz einfach, auf beide Taster gleichzeitig drauf. Dann blinkt das SD2IEC ein bisschen wild und hat automatisch diese Disk Swap Datei erstellt. Die ist jetzt schon auf der SD-Karte drauf. Das Spiel läuft weiter. Und jetzt, wenn ich auf einen Taster drücke, wird die Diskette gewechselt, hat kurz geblinkt als Bestätigung und wenn ich jetzt eben auf den Joystick-Button drücke, dann lädt er auch weiter. Das war jetzt der virtuelle Diskettenwechsel. Nun wird es nicht lang dauern, dann kommt das Spiel. Ah ja, da haben wir es schon. Ich lade wieder meinen File-Browser und hier ist jetzt die Disk-Swap-Datei. Nennt sich autoswap.gen. Und da drin ist jetzt die Information, welche Disketten für dieses Spiel interessant sind. Ganz kurz noch, wenn man beim SD2IEC das Startverzeichnis aufrufen möchte, also ganz normal mit Directory, und das sieht so aus und da steht oben EEPROM MFS, dann ist das der interne Speicher des Atmega Controllers. Das liegt dann daran, in dem Fall, weil ich die SD-Karte rausgenommen habe. Er hat also nichts, wovon er quasi lesen kann und dann zeigt er stattdessen den internen, also in Anführungsstrichen den internen Speicher des Atmega-Controllers an. Wenn die SD-Karte eingesteckt ist und dieses Bild kommt, dann nochmal die Platine kontrollieren, also beim Bausatz. Beim Fertigmodul habe ich das kontrolliert, das sollte auf jeden Fall funktionieren. Beim Bausatz nochmal alle möglichen Verbindungen, Lötstellen und so weiter prüfen. Grundsätzlich scheint die Funktion nämlich dann schon da zu sein, aber er findet offenbar nicht den richtigen Zugang zur SD-Karte.
liegt meistens an irgendwelchen Kontakten. Also SD-Karte eingesteckt. Da muss man auch nicht nochmal neu einschalten oder so, auch kein Reset. Das erkennt er dann ganz automatisch. Hier ist wieder der Inhalt unserer SD-Karte.